Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe hier ein Tuch liegen, das ich in diesem Muster häkel. Und dieses Muster möchte ich dir gerne zeigen, wie das zu häkeln ist. Es ist von dieser Seite so und von der anderen Seite auch ganz schön so. Ja, das ist ein super einfaches Muster. Es geht auch relativ schnell. Man kann das wirklich ganz gemütlich häkeln und sich dabei noch klassisch unterhalten oder Fernseh gucken oder, was du auch immer gerne tun möchtest. Das hier ist mit einer Bobbel gehäkelt, 1000 Meter, dreifädig und mit einer 3,5er Nadel. Das Tuch jetzt, wie ich es anschlage, zeige ich dir hier mit einem normalen Garn und mit einer 4er Nadel. Das kannst du aber variieren, wie du das gerne möchtest, wie es dir am besten passt einfach, also wie du das gerne hättest. Ja, als erstes einmal der Anschlag. Ich mache den so, jeder macht den unterschiedlich. Ich mache das so. Und jetzt, ich sehe gerade, es ist ein bisschen dunkel. So, müsste das doch ganz gut zu sehen sein. Und jetzt mache ich als erstes nach meinem Anschlag 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Ich starte meine Tücher eigentlich immer gleich. Ich mache immer 4 Luftmaschen und da rein kommt dann sozusagen die erste Reihe. Du kannst aber auch einen magischen Ring machen, das ist ganz dir überlassen. Ja, jetzt steche ich hier in die allererste Luftmasche in diesem Buckel nochmal ein, also den unteren Teil der Masche. Hol mir den Faden und mache eine Kettmasche. So, das ist sozusagen der Start für mein Tuch. Jetzt gehe ich mit 4 Luftmaschen nach oben. 1, 2, 3, 4. Mache einen Umschlag auf die Nadel und steche in die Mitte von meinem kleinen Ring ein und mache noch ein Stäbchen. 1. Insgesamt machen wir jetzt mit diesem hier vorne 5 Stäbchen. 1, 2, 3 und 4 und das 5. So, das ist die eine Seite schon mal. Jetzt folgen 2 Luftmaschen für die obere Ecke von dem Dreieckstuch und noch einmal 5 Stäbchen. 1, 2, 3, das 4. und das 5. So, jetzt noch mal eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. So. Jetzt gehen wir wieder 4 Luftmaschen nach oben, 3 und 4 und wenden das Tuch. Jetzt kommt noch mal eine Reihe oben drüber. Das heißt, wir nehmen einen Umschlag und stechen hier in den Zwischenraum, wo wir eben die Luftmasche gemacht haben, ein und füllen den mit 2 Stäbchen.
1, 2. So, und jetzt in jede Masche ein Stäbchen häkeln. 1, 2, 3, 4 und das 5. So, jetzt sind wir wieder hier an der Ecke und die Ecke ist 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, also ein Stäbchen, das zweite Stäbchen, um die 2 Luftmaschen gehäkelt. Dann die 2 Luftmaschen und wieder hier in denselben Raum noch einmal 2 Stäbchen. 1, 2. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite und wieder in jede Masche ein Stäbchen häkeln, so dass wir wieder die 5 Stäbchen haben. 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt bin ich hier wieder an der Ecke sozusagen und dort kommen wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen rein. Also 2 Stäbchen, 1, 2, eine Luftmasche und noch einmal ein Stäbchen in denselben Zwischenraum. So. So sieht das bis jetzt aus. Jetzt nochmal als kleine Info. Dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags immer ein Video zu meinen Handarbeiten, zu meinen Häkelsachen. Ja, ab und zu kommt auch mal eine Anleitung, je nachdem, was du dir wünschst, was dir gefällt. Gucke ich, ob ich da eine Anleitung sozusagen zu meinen Häkelsachen mache oder ja, nicht. Aber bis jetzt habe ich es meistens gemacht. Wenn es nicht so geht oder ein bisschen länger dauert, dann sage ich das immer noch dazu. Also dann schreibe ich das. Ja, dann starten wir in die nächste Reihe. Wir gehen mit 4 Luftmaschen nach oben, 4 wenden und machen wieder in den Zwischenraum 2 Stäbchen. 2. So, und jetzt starte ich mit dem Muster. Ich mache hier direkt in das erste oder um das erste Stäbchen ein Reliefstäbchen. Ich gehe von vorne nach hinten, komme vorne wieder raus, hole den Faden und mache ein Stäbchen. Nehme noch meinen Umschlag auf die Nadel und zähle jetzt 1, 2 und mache in die dritte Masche, also ich überspringe die ersten beiden und mache in die dritte Masche ein Stäbchen. In dieselbe Masche folgt noch ein Stäbchen, also das zweite. Dann kommt eine Luftmasche und noch einmal in dieselbe Masche 2 Stäbchen und 2. Das geht nachher alles ein bisschen einfacher, wenn das Muster sich erst eingespielt hat, ist das nachher ohne Zählen. Jetzt wird wieder 1, 2 übersprungen und hier in diese Masche oder um diese Masche machen wir wieder ein Reliefstäbchen. 1. So. Jetzt habe ich hier noch 2 übrig, die fülle ich einfach auf mit 2 Stäbchen. So, dann ist die Ecke wieder dran. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. 2, dann die 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen.
So sieht das bis jetzt aus. So, hier starten wir jetzt genauso, wie wir hier geendet haben. Das heißt, wir machen als erstes in die ersten 2 Maschen ein Stäbchen jeweils. Also in die erste Masche ein Stäbchen und in die zweite Masche ein Stäbchen. In der dritten Masche folgt unser Reliefstäbchen. Und dann überspringen wir wieder 1, 2 und in die dritte stechen wir ein und machen das erste Stäbchen. Das muss man so ein bisschen ziehen, weil die Maschen sich so gern jetzt hinter dem Relief gerne verstecken. So, in dieselbe Masche kommt jetzt noch ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Und noch eins. Also der mittlere Teil ist immer 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen. Dann überspringe ich wieder die nächsten 2 Maschen und hier in dem Stäbchen oder um das Stäbchen mache ich meine Reliefstäbchen. So, am Ende, wie auch eben, 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2, eine Luftmasche und nochmal ein Stäbchen. So, das heißt Anfang und Ende, oder also Anfang und Ende hier sind immer gleich. Das besteht immer aus einem Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen. Wenn du jetzt am Anfang bist, sind es natürlich die 4 Luftmaschen. Die ersten 3 Luftmaschen sind der Ersatz für das Stäbchen und die eine Luftmasche ist für den Zwischenraum. Und die Spitze ist immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, jetzt gehen wir wieder in die nächste Reihe. Wir gehen mit 4 Luftmaschen nach oben. Die ersten 3 Luftmaschen sind der Ersatz für das Stäbchen, die 4. ist der Zwischenraum. Dann in den Zwischenraum 2 Stäbchen, 2. Und jetzt wird aufgefüllt, bis wir am Muster sind. Das heißt, diese 2 werden jetzt aufgefüllt, indem man 2 Stäbchen oder 2 Stäbchen machen. Ja. So, 1, 2. Jetzt bin ich hier an dem Reliefstäbchen. Jetzt musst du aufpassen, dass du nicht von vorne her einstichst, sondern von hinten, damit das Muster auf der einen Seite gleich bleibt. So, das Reliefstäbchen, Umschlag auf die Nadel und jetzt nur noch sozusagen hier in den Zwischenraum arbeiten. In diesen Zwischenraum kommen 2 Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal 2 Stäbchen. So, hier ist nochmal das Reliefstäbchen. Denk dran, von hinten her. Und hier kann man jetzt nochmal auffüllen. Keine Angst, das geht nachher alles unter, weil das Muster kann man ja nachher wieder hier oben drauf setzen. Also das wird nicht großartig nachher zu sehen sein. Ja, also in jede Masche jetzt ein Stäbchen. Und dann bist du auch schon an der Ecke und du kannst wieder in den Zwischenraum 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen häkeln. Also wirklich super einfach. Ja. Und das Muster, finde ich, ist sehr, sehr schön. Das sieht nachher wirklich schön aus. Ja, hier füllen wir jetzt wieder auf. Das heißt, in jede Masche ein Stäbchen. 1, 2, 3, 4,
Dann kommt das Reliefstäbchen. Und hier ist das Muster, das heißt in den Zwischenraum 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine Luftmasche, Entschuldigung, und nochmal 2 Stäbchen. Manchmal ist meine Zunge schneller als mein Kopf. Wieder das Reliefstäbchen. Und hier wieder auffüllen, bis wir hier vorne sind und die Ecke häkeln. Also 2 Stäbchen, 1, 2 und in den Zwischenraum hier 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. So, und du siehst, wie schnell das Tuch wächst. Also das ist wirklich ein schönes, einfaches Muster. Jetzt wieder 4 Luftmaschen nach oben. Einmal wenden und noch einmal in den Zwischenraum 2 Stäbchen. So, dann füllen wir hier jetzt wieder auf, in jede Masche ein Stäbchen. Und 4. Da kann man jetzt nachher auf der Rückrunde sozusagen nochmal ein Muster draufsetzen, aber das zeige ich dir auch gleich. Jetzt hier das Reliefstäbchen. Ich finde das ganz schön, weil man dann immer sieht, wie rum man einstechen muss, weil wenn das Reliefstäbchen hier vorne ist, von vorne nach hinten und andersrum. Dann hier in unseren Zwischenraum 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und nochmal 2 Stäbchen. Dann das Reliefstäbchen. Und jetzt haben wir hier sozusagen genug Maschen, um das Muster noch einmal zu machen. Das heißt, ich nehme mir einen Umschlag auf die Nadel und zähle ab 1, 2. In die dritte Masche mache ich jetzt meinen Mustersatz sozusagen oder einen Teil des Mustersatzes. Das heißt 2 Stäbchen in dieselbe Masche, eine Luftmasche und noch einmal 2 Stäbchen. 2. Und jetzt wieder 1, 2 abzählen und das dritte wird das Reliefstäbchen. So. Und da wir an der Ecke sind, wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen in denselben Zwischenraum. Also wirklich super einfach. So wie ich hier geendet habe, startet hier jetzt wieder die Runde. Das heißt, ich nehme einen Umschlag und mache meine Reliefstäbchen. Dann überspringe ich die nächsten 2 Maschen, 1, 2 und steche in die dritte ein und mache dort wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal 2 Stäbchen. Das alles in dieselbe Masche. So. Und dann folgt das Reliefstäbchen und dann hier noch einmal in den Zwischenraum 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen.
So. Und dann folgt hier noch einmal das Reliefstäbchen. Also wirklich super einfach. Und hier wird jetzt aufgefüllt wieder in jede Masche ein Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Dann bin ich hier am Ende, das heißt wieder in den Zwischenraum, 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Das ist aber bei mir immer gleich, also meistens ist hier sozusagen die Spitzen des Tuches immer gleich. Ich weiß nicht, mir gefällt das einfach, deswegen ist das bei mir so. So, für die nächste Reihe wieder 4 Luftmaschen, 3 und 4, einmal wenden und in den Zwischenraum 2 Stäbchen. 1, 2. So. Und jetzt muss man so ein bisschen gucken, weil hier habe ich ja mein Reliefstäbchen. Ich möchte, dass das gleich ist mit diesem Stäbchen. Das heißt, ich müsste sozusagen, um da ein Reliefstäbchen zu machen, 2 Maschen überspringen. Hier wäre mein Muster und nochmal 2 Maschen überspringen. Und hier ist mein Reliefstäbchen. Das heißt, es geht genau auf. Das heißt, wir starten hier wieder mit dem Reliefstäbchen. Stopp von hinten. Hoch. So. Also das Reliefstäbchen. Dann Umschlag auf die Nadel. 1, 2 überspringen in die dritte Masche. 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen. So. Und dann die nächsten 2 überspringen und hier ist mein Reliefstäbchen. Und so wächst das Tuch. Wir machen noch gerade, oder ich mache noch gerade die Reihe hier fertig. Also wieder hier in den Zwischenraum 2 Stäbchen, eine Luftmasche und wieder 2 Stäbchen. Dann folgt das Reliefstäbchen. Dann wieder in den Zwischenraum 2 Stäbchen, eine Luftmasche und wieder 2 Stäbchen in denselben Zwischenraum. Dann folgt das Reliefstäbchen. Und hier reicht es jetzt wieder nicht für den Mustersatz. Da füllen wir jetzt einfach die Stäbchen auf. Also jede Masche ein Stäbchen. Dann für die Spitze 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Und alles bitte in denselben Zwischenraum. So, wie ich geendet habe in der ersten Reihe, starte ich. Das heißt, ich mache hier in die erste Masche ein Stäbchen und in die zweite Masche ein Stäbchen. Dann folgt mein Reliefstäbchen. Und jetzt kommt wieder der Mustersatz. Das heißt, hier in den Zwischenraum 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch einmal ein Stäbchen. 2 Stäbchen. Ah je. Dann folgt das Relief. Und noch einmal in den Zwischenraum 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen. Es tut mir leid. Mit 2 und 1.
So, und hier wieder ein Reliefstäbchen. Du könntest jetzt auch hingehen und das sozusagen abwechselnd machen. Das heißt, dass du immer zum Beispiel vordere Reliefstäbchen machst und dann ist das Tuch halt auch zum Wechseln. Also das kann man ja dann wenden. Das ist ja nicht schlimm. Wobei mir das hier so von hinten auch ganz gut gefällt, weil das Muster hier sticht nachher so ein bisschen raus und die Stäbchen hier sind so ein bisschen zurückgesetzt. Also mir gefällt das auch sehr gut. So, jetzt haben wir ja das Reliefstäbchen, das heißt, wir überspringen wieder die erste, die zweite und gehen in die dritte Masche rein und machen da 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch einmal 2 Stäbchen. Alles in dieselbe Masche. Dann werden wieder 2 übersprungen, 1, 2 und hier in die letzte kommt das Reliefstäbchen. So, und für die Ecke wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und auch dann noch ein Stäbchen. So, das ist wirklich ein schönes Tuch. Das machst du jetzt so groß und lang, wie du es gern haben möchtest. Und kannst dir auch, wie gesagt, das Muster immer wieder so dran setzen, wie du das gerne möchtest. Wenn du es lieber hättest, dass das Muster hier oben vielleicht zu einem Tannenbaum wird oder sowas, dann lässt du da einfach ein bisschen mehr Stäbchen frei. Also dann setzt du nicht an, wenn du 7 Maschen frei hast, sondern erst in der nächsten Runde zum Beispiel. Ja. So. Oh, ich habe ein bisschen dunkel. Ja, und dann kann das Tuch wachsen und dann so werden, so groß werden, wie du das möchtest. Na? Ja. Und wie gesagt, das hier ist jetzt eine 4er Nadel, das weiße. Und das hier ist mit einer 3er Nadel, 3,5er Nadel, Entschuldigung, gehäkelt. Ja, und das ist das ganze Hexenwerk sozusagen. Ja, ich hoffe, dir hat die kleine Anleitung zu dem Tuch gefallen. Wenn ja, lass doch gerne ein Däumchen da. Das würde mich natürlich mega freuen. Und auch gerne ein kostenloses Abo, wenn du möchtest. Mein Kanal ist ja sozusagen mit 2 Hobbys befüllt. Einmal das Häkeln und einmal das Diamond Painting. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib gesund. Tschüss!